Wenn es um Opfer geht in der Bibel, es geht auch um Feuer, oder? And when we talk about sacrifice in the Bible, there's also, we often talk about fire. Man bringt sein Opfer zu dem Altar und es wird verbrannt. You bring your offerings to the altar and they're burnt. Und ich habe daran gedacht, die letzte Woche während dieser Hitzewelle. And I thought about that last week during the heat wave. Ja, einfach so, es war feurig hier in Deutschland. It was really, really hot. Wir waren in der Oberpfalz im Urlaub und da war es auch sehr warm. And we were in the Pfalz and it was even warm up there. Und ich dachte, okay, dann mache ich weiter heute mit ein feuriges Thema, etwas mit Wärme und Hitze. So I thought I would continue today along the lines of warm and heat and fire. Und ich spiele gerne mit Feuer. And I actually like to play with fire. Jemand anders? Noch Anybody jemand? else? Ja, Chad. Okay. Chad. Wir sind beide ein bisschen gestört, ja, okay. We're both a little bit strange. Aber als Kind war ich immer von Feuer fasziniert. But anyway, I was always fascinated with fire, even as a child. Ich habe mich oft so verbrannt und And I burnt myself all the time. es gab so 2 oder 3 Urlaube nacheinander, wo ich mich kurz vor dem Urlaub verbrannt habe und hatte so eine Bandage auf meinem Arm oder mein Bein. And I remember going to at least 3 or 4 vacations with a bandage on my arm because I'd burnt myself before the trip. Und das war echt doof, weil ich nicht schwimmen dürfte. And it was really stupid because then I couldn't go swimming. Aber trotzdem habe ich immer weiter mit Feuer gespielt. But I kept on playing with fire. Ja, Chad schüttelt den Kopf hier drüben. Chad, he is agreeing to that. Ja, er nickt dazu. Aber als 5-Jähriger wusste ich, wo die, wie heißen diese Dinge, wo die Nein, die Kerzen, die Wunderkerzen, wo meine Mutter die Wunderkerzen im Haus versteckt And I hat. already knew where the sparklers were hid when I was 5. Die waren in der Küche. The sparklers were in the kitchen. Warum hatten wir Wunderkerzen in der Küche? Keine Ahnung, aber I don't know frag why meine we had Mutter. sparklers Ja? in the kitchen, but that was my mom. Aber es war ein Schultag. Ich war schon so, in Amerika geht man in den Kindergarten, das ist so das erste Schuljahr, so da war ich schon in der Schule. And I was starting school, and in the US you start school at that age. Und meine Mutter war noch so im Badezimmer oder was und hat sich so vorbereitet. Mein Bruder, der war noch im Bett. And my mom was in the bathroom getting ready. My brother was still in bed. Und ich bin in der Küche gegangen und wollte diese Wunderkerze anzünden. And I went to find the sparklers. Und ich bin auf der Arbeitsplatte geklettert in der Küche und habe die Wunderkerze gefunden, aus dem Schrank geholt. Climbed up on the counter and I pulled the sparklers out of the cupboard. Und ich wusste, wo die Streichhölzer waren. Ich habe das so angezündet. I knew where the matches were, so I lit the sparkler. Und da stand ich in der Küche. And I stood in the kitchen with my sparkler. Streichholz hier in diesem Hand und Wunderkerze hier. And my matches. Und habe das angezündet. And I lit it. Und plötzlich And suddenly there was an explosion. hat es gefunkt überall. There was a big loud noise. Und dann habe ich Panik gekriegt. And I started to panic. Weil irgendwie, wenn man draußen ist das Feuer nicht so groß, als wenn man in der Küche steht mit einer Wunderkerze. Because when I was outside, the fire didn't seem that big, but in the kitchen it seemed like a huge explosion. Und ich dachte, was macht man damit? And I said, what do I do with this thing? Und ich habe es in den Mülleimer geworfen. So I threw it in the trash can. Und der Mülleimer stand neben dem Kühlschrank. And the trash can was next to the refrigerator. Und auf der Seite von dem Kühlschrank war ein Kalender von meiner Mutter, ein ganz langer Kalender. And there was a calendar on the side of the refrigerator. Und der Mülleimer fing an zu brennen. And the trash can starting to go up in flames. Und dann fing der Kalender an zu And then the brennen. calendar catches fire. Und dann kam mein älterer Bruder rein. And my older brother comes in. Was machst du? What are you doing? Und ich sagte, ich weiß nicht, aber ich brauche deine I don't know Hilfe. what I'm doing, but help. Und wir fingen an, ich bin zum Becken gelaufen und habe mit einem kleinen Becher so mit Wasser So gefüllt, I went to the versucht sink es and I zu filled up a löschen. cup of water and I'm pouring the water on the trash can back and forth. Und mein älterer Bruder, der stand da und hat nur gesagt, ich sag dem Mutter, And my older brother just stood there and said, I'm going to tell mom. ich erzähle Mama. Oh, I'm telling Ich sage, Mom. nein, du sollst mir And helfen. I'm saying, no, you got to help me. Und er ist weggegangen. He just left. Dann kam meine Mutter in der Küche, da war Rauch, da war Feuer. And my mom came in and there was smoke and fire. Und sie war so wie Supermama, ja? And she was like super mom. Und mit einer Bewegung, One sweeping movement. Kalender in den Mülleimer rein, The calendar in the trash can. Mülleimer zur Tür Trash can to the door. und auf den Balkon Out geschmissen. on the terrace. Ich dachte, what? And I thought, yeah, mom, yeah,
good job. Und ich wollte nur jubeln. And I just wanted to shout. Aber ich habe nur geweint. But I actually just cried. Weil mit einer Bewegung habe ich auch eine Ohrfeige Because gekriegt. I Ja. also got a big smack with another sweeping movement. Machst du? Ja. Aber Feuer. Ich mag Feuer. I like fire. Ja. Wo ist mein Kind? Ja, okay. Where's my children? Aber es gibt eine ganz krasse Geschichte wegen Feuer und eine Feuerprobe in dem Buch von Daniel. In Daniel, we see a very intense story about fire and about a test. Vor ein paar Monaten habe ich aus dem Daniel gepredigt, aus dem ersten Kapitel, und da haben wir so mehrere Charakteren kennengelernt. And a few months ago, we looked at some of the characters in Daniel. I preached out of Daniel 1. Es gab so Daniel und seine 3 Freunde. Wer war dabei, als wir das Who was here when we gemacht talked haben? about Daniel and his 3 friends? Okay, die meisten sind neu. Okay. So we have a lot of new people. Die Hauptcharaktere in diesem Buch, es gibt so Daniel und es gibt verschiedene Könige. So the main character in this book, we have Daniel, and then we have different kings. Und Daniel hat 3 Freunde. And Daniel had 3 friends: Und seine Freunde heißen Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach, und Abednego. and Abednego. Und diese 4 junge Männer, die wurden eigentlich gut ausgebildete Männer aus Israel. And these were 4 very well-educated men from Israel. Die wurden in der Sklaverei weggeschleppt von dem Königreich Babylon. They were taken into slavery from the Babylonian kingdom. Aber weil sie von diesem oberen Schicht der Gesellschaft gekommen sind, sind sie eigentlich auf dem Hof gelandet und waren so ein Ratgeber zu dem König. And they made it because they were at this high level of education to have a place in the courtyard as advisors to the king. Und der König Nebukadnezar, er hat sie wirklich eine hohe Stelle gegeben in seinem Königreich, weil er merkte, dass Gottes Hand und Gottes Gunst auf ihnen waren. And Nebuchadnezzar noticed that they had the favor of God on them. They were well educated, so he gave them a pretty high position. Nebukadnezar hat so die ganze nahöstliche Welt so übernommen und sein Königreich war sehr groß. And Nebuchadnezzar had a massive kingdom. He had taken over the eastern part, the empire. Und seine Ego war auch so groß wie sein Königreich. And he was about as egoistic as he was with power. Und wir lesen hier in Daniel Kapitel 3, ich lese das auf Deutsch vor und wir werden das so eine gekürzte Version auf Englisch an der Leinwand zeigen. And you can follow along in English. Aber wenn du eine Bibel dabei hast, es ist Daniel Kapitel 3. If you have a Bible, it's Daniel chapter 3. Ich fange an beim Vers 1 und lese bis 7. And 3 to verse 7. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. Es war 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Ich habe das nicht ausgerechnet, wie viel Meter das war. And I Okay? didn't do the calculation about how many meters that actually would be. Aber es war riesig. But it was huge. Und er stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Und das er hatte aufstellen lassen. Alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme: Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lyre, Harfe, Sackpfeife oder andere Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Und als nun die Musikinstrumente ertönen und jede Art von Musik spielten, warfen sich die Männer, alle Völker, unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Wir finden hier so eine ganz krasse Geschichte. You see a very intense story here. Er hat so alle die Beamte eingeladen und sagte, komm, wir versammeln uns hier auf dieser Wiese, auf dieser Ebene. Invited all of the civil workers and he said, come on, let's gather here together.
Und wenn die Horne spielen, wenn die Instrumente spielen, dann müsst ihr alle euch auf den Boden werfen. And when the horn blows, you must throw yourself onto the ground and worship me. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, dass für alle die Leute, das war kein Problem. And you see in the story that it wasn't an issue for the people. Diese Götze anzubeten. They had no problems to worship these other gods, to bow down. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass für diese 3 Beamten, Shadrach, Meshach und Abednego, das war ein großes Problem. But I can imagine that it was a huge problem for Shadrach, Meshach, and Abednego. Weil als Gottfürchtige, aus Juden, das war gegen das Gesetz. Because they were Jewish, they were God-fearing people, and that was completely against the law. Aber wir sehen hier, dass Nebukadnezar, er wollte ein Statement machen. But we can see here that Nebuchadnezzar wanted to make a statement. Er wollte zeigen, dass er alle Macht hat. He wanted to show and make a sign that he has all the power. Und was ich ganz krass hier finde, ist durch diese Geschichte, wir sehen auch, dass Gott ein Statement machen wollte. And what I like and what I notice in the story is that but God also wanted to make a statement. Und das passiert oft in unserem Leben. And that's how it is in our lives most of the time. Gott möchte ein Statement machen. Er möchte wirklich, dass die Welt seine Herrlichkeit erkennt. God wants to say something through our lives. He wants to show the world something. Und er macht das auf verschiedene Arten und Weisen, aber ich glaube, es gefällt ihm am besten, das durch uns zu machen. And he does it in all different kinds of ways, but I think God takes pleasure when he really does it through us. Und wenn wir darauf denken, so wie einfach vielleicht im Kopf vorstellen, Gott als der große Künstler mit einem Pinsel in der Hand. And if we imagine God like an artist with a brush in his hand. Und wie er was Schönes malt aus unserem Leben. And how he paints a beautiful picture with our lives. Und manchmal ist das eine ganz breite so Pinselstreich. And sometimes the strokes are long. Und manchmal ist es nur klein. And sometimes he does small detailed strokes. Und manchmal ist es schwierig für uns, weil wir stellen die Frage, Gott, wo bist du in mein Leben? And sometimes it's difficult for us because we don't see God in our lives. Und in diesem Moment, er arbeitet an diesen feinen Details. But it could be that at that very moment he's working on a very small, intricate detail. Und wir als begrenzte Menschen, wir erkennen nur, wenn er so mit einem ganz großen Pinsel was macht. And us with our limited understanding, we only notice God when he makes those big, bold strokes. Aber er ist dabei, etwas zu tun und etwas zu machen. But he's always working, he's always doing something. Und warum macht Gott das? Für wen macht er diesen Statements? But who is he making this statement for? Es ist interessant, in Epheser Kapitel 3, Vers 10 lesen wir, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. So in Ephesians 3:10, we know that God is demonstrating through his church we can see through the powers and authorities in this world his glory. Gott zeigt seine Herrlichkeit, die Gewälte und die Mächte dieser Welt. We see in Ephesians 3:10 how God is demonstrating his power, his glory, his authority in the world to the powers of darkness. Und manchmal stellen wir auch die Frage, Gott, warum passiert das in meinem Leben? Weil das passt nicht zu meinen Plänen. But we ask God sometimes, hey God, why is this happening in my life? This doesn't fit in my plan. Aber Gott hat einen Großplan. Amen. And that's because God has a bigger plan. Und er malt die ganze Wand, aber wir sehen nur unsere kleine Ecke. And God is working on the whole canvas and we just see this small little corner. Und ich denke auch, was der Teufel möchte auch manchmal so ein Statement machen. And Satan also wants to make a statement. Wir sehen das hier in dieser Geschichte. König Nebukadnezar durch seine Stolz und sein Ehrgeiz, er wollte zeigen, er hat alle Macht. And we see here in the story, Nebuchadnezzar wanted to show that he has all the power. He demonstrated his arrogance and his pride. Aber Gott alleine hat alle Macht. But only God has all power. Wir haben heute Morgen gesungen und wenn ich so von einer Feuerprobe denke, ich fand das Lied Blessed Be Your Name sehr passend heute Morgen. And I found the song Blessed Be Your Name. It was very appropriate when I thought over the sermon. Weil was mit diesen jungen Männern hier passiert in dieser Geschichte ist, sie sind wirklich durch eine Feuerprobe gegangen. Because the men in the story, they really went through a fiery trial. Und wir haben heute Morgen gesungen, du gibst und du nimmst zurück. And we sang, you give and you take away. Das ist wie eine Feuerprobe. That's like a fiery trial.
Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott etwas wegnimmt. Sometimes we don't understand, why does God take away? Und wir verstehen auch nicht manchmal, weil er manche Dinge zulässt oder er manche Dinge gibt. And sometimes we don't understand why he allows some things, why he gives certain things. Oft haben wir Gott nur so in so einem Box gestellt und wir sagen, ja, Gott, gib mir was. We have God in a box, and that box is the God who gives us good things. Aber wenn er uns etwas bitter gibt, It seems sometimes when he gives us something that's bitter, wir freuen uns nicht so sehr. we shouldn't be happy about it. Diese jungen Männer sind durch eine Feuerprobe gegangen. Well, these guys went through a fiery trial. Wir lesen weiter in Vers 8. Verse 8. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du König hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen. Und ich überspringe zum Vers 12. Aber es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zu verwalten der Provinz Babel bestellt hast. Und sie haben sich, o König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Und da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Und als man sie vor den König gebracht hat, sagte Nebukadnezar zu ihnen: Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Und was wir lesen wir weiter, Nebukadnezar hat sie eine zweite Chance gegeben. And we see here that Nebuchadnezzar gave them a second chance. Und er sagte, okay, vielleicht habt ihr das nicht richtig kapiert. And he said, okay guys, vielleicht you didn't get it. Aber hier nochmal eine zweite Chance. Lass die Musik spielen nochmal. I'm going to tell you again. We'll let the music play one more time. Aber was interessant ist, in Vers 16 lesen wir, Schadrach, Meschach und Abednego antworteten dem König: And we see their reply in verse 16. O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Sie waren wirklich bereit, einen Stand zu nehmen für ihren Gott und für seine Herrlichkeit. So we see here that they were completely prepared to take a stand for God and for his glory. Kompromisslos. They were uncompromising. Sie waren bereit, einen Stand zu nehmen. They were ready and willing. Und ich denke auch, obwohl sie mit dem Tod in einem Feuerofen bedroht waren, waren sie bereit, für Gott zu stehen. And despite the threats to be thrown into a fire, they were ready to stand and go through that for God. Sie sind gegen den Strom geschwommen, sozusagen. They went against the stream. Aber die hatten keine Garantie, dass sie nicht gleich zu Holzkohle gemacht werden. But they really didn't have a guarantee that they wouldn't be burned immediately. Und ich denke oft die verschiedenen Situationen, in denen wir uns finden als Christen. I think about the different situations that we end up in as believers. Und wie wir denn durch auch diese Feuerprobe gehen. And how do we go through the trials? Sei das einfach so on the job sozusagen bei der Arbeit, auf der Whether it's Arbeitsstelle. at work, Was sagen unsere Arbeitskollegen über uns und unser Glauben? what our colleagues say about us, how they feel about our faith, Was denken unsere Nachbarn über uns? maybe what the neighbors think about us, Unsere Freunde? what do our friends think, Unsere Familie? what do some of our family members think, Oder eine Situation, die ganz unabhängig ist von anderen Menschen sozusagen, or a situation that's not really dependent on other people, aber nur eine Situation, die unsere Glauben herausfordert. but it's just a situation that challenges our faith, Wo wir dann immer diese Frage stellen, warum Gott? where we have to ask this question, God, why?
Und was wir sehen hier ist, in diesen drei Männern, da ist so ein Schlüssel des Glaubens. But we see here a real key of faith with these three men. Sie hatten nicht einen Glauben, dass sie durch das Feuer kommen werden, They didn't have a faith that would take them through the fire. sondern sie hatten einen festen Glauben in Gott. They didn't have faith that they would come out of the fire, but they had faith in God. Sie hatten einen Glauben, dass Gott souverän ist, Their faith was that God is sovereign, dass Gott das Beste für mich im Blick hat that God has the best in mind for my life, und dass Gott mich rettet. and that God saves me. Aber was bedeutet diese Rettung? But what does that mean to be saved? Und für die drei Männer, es war nicht unbedingt, dass sie diesen Feuerofen überleben, sondern dass die fest in Gottes Hand waren, ob sie leben oder sterben. And for the three men, that didn't mean that they would necessarily survive the fire. It just meant that it would be good whether they lived or died. Das haben wir heute Morgen gesungen. And that's what we sang this morning. You give and take away. Du gibst und du nimmst zurück. You give and you take away. Und ich habe auch gemerkt, als wir das gesungen haben, es war plötzlich lauter, als wir diese Stelle gesungen haben. And you could notice this morning that when we sang those lines, it became louder. Und mein erster Gedanke war, wow, das ist eine gefährliche Strophe. And I thought, that's really a dangerous chorus or dangerous few lines. Meinen wir das wirklich? Do we really mean that? Ob wir durch diesen Feuer lebendig rauskommen oder ob wir sterben? Can we really accept that we may go through the fire and we may survive or we may die? Aber im Endeffekt, wir sind sicher in Gottes Hand. And still know that no matter what, we're safe and we're in God's hand? Aber das ist wirklich die Feuerprobe des Glaubens. That's the fiery trial of faith. Habe ich Vertrauen in Gott, dass er wirklich zu mir steht und bei mir ist, auch in dieser schwierigen Situation? Do I trust that God is really right there with me in the midst of a difficult situation? Und ich denke, ich werde das nächste Bild zeigen. I want to show you a picture here. Und es ist, ich weiß, du kannst in den Bibel, you can jump over the Bible text, Andy. Vielleicht ist es schwer zu erkennen hier an dieser Leinwand. The picture right after the next Bible text. There we go. Ja, es ist zu schwer hier in dieser. Wir haben so drei Männer hier in dem Feuer. It's difficult to see on this slide, but maybe you can see here. Aber da ist auch jemand in dem Feuer bei den Jungs. There's three silhouettes in the fire. Gucken wir Vers 19 an. So let's look now at verse 19. Und da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Auf Deutsch hier steht, dass sein Gesicht, er war so wütend auf denen, dass sein Gesicht ja so wirklich verzerrt war. And in German it says he was so angry that his face actually distorted for anger. Und er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. And he said, turn it up 7 times hotter than usual. Oft erleben wir in unserem Leben, wenn wir wirklich wenn wir einen Stand für Gott nehmen, wenn wir zu Gott stehen und ohne Kompromiss, wir erleben, es wird schwieriger. And we notice as well in our lives, when we take a stand for God and we really stand firm, things get difficult. Und manchmal haben wir diese Gedanken, okay, ich stehe zu Gott und ich bekenne oder ich erkenne, ja, so ich bekenne so, dass ich Christ bin und das heißt, Gott wird für mich kämpfen und es wird leichter. You know, we think, okay, I'm taking a stand for God. I'm being firm in my faith. I'm proclaiming the truth of God. So God's going to come now and He's going to fight. And it's going to get easier. Aber manchmal erleben wir, es wird 7-mal heißer. But sometimes it gets 7 times worse. Es wird sogar schlimmer. It gets hotter. Und das ist genau diese Probe unseres Glaubens. And that's the fiery trial of our faith. Glaube ich, dass Gott für mich ist, auch wenn die Situation noch schlimmer wird. When it gets 7 times hotter, do I still believe that God is there? Weil in diesem Moment kommt diese Versuchung sogar stärker. That's the moment where the temptation
is even harder, stronger. Wenn ich nur ein bisschen nur ein bisschen Kompromisse in meinem Leben oder hier das ein bisschen anders machen oder vielleicht nicht so laut oder vielleicht nicht so public oder öffentlich mit meinem Glauben, es wird besser. That's the temptation then. If I just step back a little bit, maybe don't be so extreme with my faith or don't be so loud about it or just don't talk about it, it'll get easier. Aber was wir sehen ist, wenn wir bereit sind, so einen Stand zu nehmen und Stand zu machen für Gott. But we can see in the story that when we're ready and willing to stand firm, egal was in den Umständen um uns herum geht, regardless of the circumstances, Gott steht zu uns. Then God will stand firm on our side. Und das ist so eine große Unterstützung. And that's a huge support. Und das ist die Wahrheit. Das ist was Gott uns versprochen hat. But er it's the steht truth. zu uns. And that's what God promises us. Er nimmt nicht immer diese feurige Situation von uns weg. He won't always take away the fires. Aber er verspricht, er geht mit uns durch. But what he will do is he'll go with us. That's a promise. Wir sehen hier in Vers 26, daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt, und sie rochen nicht einmal nach Rauch. Das finde ich so krass. That's incredible. Man könnte sogar diesen Rauch auf ihrer Kleidung nicht riechen. You couldn't even smell smoke on their clothes. Und wir sehen in Vers 24, Nebukadnezar war erschrocken. Und er hat die Frage an seine Ratgeber gestellt, haben wir nicht eben 3 Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Und sie antworteten ja. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich 4 Männer ungefesselt. Nebukadnezar hat mit seinen eigenen Augen gesehen, da waren nicht 3 Männer in diesem Feuerofen, da waren 4. And Nebuchadnezzar saw it with his own eyes. There weren't only the 3 men in the fire, but he saw 4 men in the fire. Und sie waren ungefesselt. And they were set free. Und ich denke, manchmal mitten in diese feurige Probe, So I think that in the midst of a fiery trial, Gott steht zu uns God's right there beside us. und wir können seine Freiheit erleben. And even in the midst of a trial, we can experience freedom. Und diese Freiheit, in diese Frieden, was er uns gibt, übersteigt eigentlich unseren Sinn. And this freedom and this peace that we have in the midst of a trial, it just goes beyond what we can imagine. Aber wir können uns auf ihn verlassen und But we ihm can trust vertrauen. him and we can rely on God. Und ich mag diese Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 32. And Matthew 10:32 is a great verse. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. If you acknowledge me before men, then I will acknowledge you in heaven before the Father. Wir werden durch eine Feuerprobe gehen. We will go through a fiery trial. Vielleicht steckst du gerade in einer Feuerprobe. You may be in a fiery trial right now. Vielleicht gibt es irgendwas, was wirklich an deinen Glauben so hammert und versucht, da was wegzunehmen. Maybe your faith is just being hammered and you're struggling with something trying to steal your faith. Und Gott möchte dich ermutigen heute Morgen, du bist nicht alleine. Er steht da, er steht zu dir. God wants to encourage you today and tell you that you're not alone. Vielleicht wirst du in den kommenden Wochen, im kommenden Monat irgendwas erleben. Or maybe you're going to face something in the coming months. Ich bin kein Doomsday Prophet. Ich will irgendwie nicht jemand so schlechte Gefühle geben und beängstigen. I don't want to get you into fear or preach gloom and doom. Aber wir alle wissen, But it's true. wir werden Probleme haben. We all know that problems, they come. Wir werden alle Schwierigkeiten erleben. We will all have difficulties. Aber die Frage ist,
wie gehe ich da durch? And the question will be, how do you go through it? Und wie werde ich Gott mehr vertrauen? Und How werde ich Gott mehr vertrauen? are you going to trust God even more Und wird mein Glauben dadurch wachsen? and allow my faith to grow Oder wird es nur einen Schritt zurück sein? instead of just taking a step backwards? Und ich dachte heute Morgen, es wäre gut, wenn wir Zeit nehmen, füreinander zu beten. And I want us to take some time this morning. I think it's a good idea for some prayer. Und dass wir wirklich so Zeit nehmen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie. We're a church, we're a family, we're a body. Das heißt, wir stehen auch zueinander. We stick together. Und wir wollen auch da sein füreinander. And we want to be there for each other. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal oder du bist nur so neu hier in der Gemeinde. Du And if kennst you're nicht so here for viele the Leute. first time or you're new and you don't know a lot of people, Wir wollen nicht, dass jemand irgendwie unter Druck steht. we don't want to put you under pressure. Ich werde keine Mikrofone in deine Hand stecken und dich I'm not going to bitten, go stick a microphone in your hand and laut zu beten. ask you to pray out loud. Aber wir wollen einfach die Gelegenheit anbieten, But it's just an opportunity, füreinander zu beten, an opportunity to pray Gebet zu empfangen. and to receive prayer, to pray for somebody. Ja. Ich freue mich, dass Luke da ist. I'm so happy that Luke is here. Und Luke, ich weiß, du bist durch eine Feuerprobe gegangen in den letzten Wochen. And Luke, I know you've been through the fiery trial in the past weeks. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Gott ist Sieger. But we're happy that you're here and God has the victory. Amen. Und ich weiß, für viele andere, es war so eigentlich Schwierigkeiten und Herausforderungen. And I know that other people are going through extreme challenges, just difficulties. Und andere, ihr seid gerade durch etwas gekommen und ihr seid jetzt auf der anderen Seite und ihr riecht nicht And nach Rauch. some of you have already come through the fire and you don't even smell like smoke. Und das ist toll. And that's what we like. Und Gott möchte uns gebrauchen, für anderen zu beten und auch sie in ihrem Glauben zu stärken. And that's when you can pray for somebody else and build them up in their faith.